Einen wunderschönen guten Tag, ihr Freunde der schuppigen Haut und der haarigen Beine. Willkommen bei unserem neuen Video. Wir werden uns heute ein bisschen über den Streifenbasilisken unterhalten, die wir unter anderem auch halten. Deswegen denken wir, können wir dazu ein paar Infos geben. Und ja, würden uns freuen, wenn ihr das Video ein bisschen bewertet, vielleicht auch mal in die Kommentare schreibt, was wir vielleicht falsch gemacht haben oder was auch immer. Also ich würde sagen, es geht los nach dem Intro. Ja, also, dann wollen wir mal anfangen. Alles Wissenswerte zum Basiliscus vittatus. Also, der Streifenbasilisk kommt aus Südmexiko, Kolumbien, Mittelamerika, da oben die Ecke. Wurde mittlerweile auch bis nach Florida eingeführt, ob mit Absicht oder ob es sich wirklich verbreitet hat. Das sei mal dahingestellt, aber ich glaube, da gibt es so eine kleine Geschichte, dass ein Züchter da auch mal so ein paar freigelassen hat. Also, der Streifenbasilisk bekommt ungefähr also die Männchen, eine Kopfrumpflänge von 25, 26 Zentimeter und eine Gesamtlänge von circa 65 bis 60. 65 bis 70. Die Mädels bleiben kleiner, definitiv. Werden auch nicht ganz so bullig wie die Männchen, aber das ist ja so wie bei den anderen Basiliskenarten nicht wirklich anders. Ja, der Lebensraum dieser Tiere. Wie gesagt, sie kommen aus den tropischen Regenwäldern oder auch aus den nicht-tropischen Wäldern. Kolumbien, Südmexiko, Mittelamerika, ne? Und auch Süden von Nordamerika eben, Florida. Sie bewohnen überwiegend Bäume in Flussnähe. Ähnlich wie beim grünen Leguan nutzen sie dann halt einfach die Flüsse auch oder vielmehr die Gewässer zur Flucht. Die Basilisken sind ja allgemein auch unter Jesusechse bekannt, was halt bedeutet, dass sie so schnell auf dem Wasser laufen, dass sie die Oberflächenspannung nicht zerstören und so dementsprechend auf dem Wasser laufen können, so wie Jesus. Ja, deswegen Jesusechse. Das Tier selber wird zwischen 6 und 10 Jahren alt, also die Regel sind so zwischen 6 und 8 Jahre, können halt bis zu 10 Jahre werden. Die Weibchen legen circa 2 bis 6 Eier pro Gelege. Das kann dann auch schon mal, wenn alles gut läuft, 2 bis 4 Mal im Jahr passieren. Das heißt, wenn ihr euch ein Pärchen Streifenbasilisken anschafft, rechnet damit, wenn eure Haltungsbedingungen dementsprechend gut sind, dass ihr auch Nachwuchs bekommen werdet. Da müsst ihr natürlich dann auch aufpassen. Und zwar zur Vergesellschaftung von adulten und subadulten Tieren, weil auch bei Basilisken kann es natürlich bei noch teils subadulten Weibchen dazu kommen, dass sie in die Legenot kommen. Das heißt, sie produzieren die Eier, aber können sie nicht ablegen. Genauso passiert es, wenn ihr denen keine Möglichkeit bietet, die Eier abzulegen. Das heißt, ihr braucht einen Bodengrund, wo sie sich dementsprechend eine Mulde ausheben können, wo sie die Eier reinlegen können. Der beste Bodengrund ist im Endeffekt ein Gemisch, sag ich mal, wie alle Terrarianer das, sag ich mal, von einem Regenwald-Terrarium so kennen. Ja, die Gelege können 2 bis 6 Eier enthalten, schlüpfen nach 5 bis 6 Wochen. Die Eier würde ich nicht im Terrarium belassen, würde ich in einen Inkubator setzen, aber das ist eine Sache, da könnt ihr euch dann nochmal genauer informieren und vor allen Dingen bei wirklichen Züchtern informieren. Die können euch da natürlich viel, viel mehr zu sagen. Die Größe des Terrariums. Wenn ihr auf die Idee kommt, euch ein Basiliskenpärchen zu halten oder auch nur einen einzelnen Basilisken, macht euch schon mal oder sucht euch schon mal eine Ecke, wo ihr viel Platz habt. Also die Angaben im Internet gehen los für ein Einzeltier mit 1,50 mal 1,50 mal 50. Hatten wir zu Anfang für unseren Männchen auch, müssen allerdings zugeben, auch das ist zu klein. Also es ist nicht wirklich zu klein, aber dadurch, dass der Basilisk also ist ja tagaktiv und vor allen Dingen auch am Anfang noch recht scheu ist, kommt es halt vor, dass er wirklich irgendwo gegenspringt und dementsprechend sich verletzen kann. Die Geschichte mit dem Glas gegen die Scheibe springen, da kommen wir später noch zu. Das ist nämlich ein Schmankerl, der zu unseren Erfahrungen gehört. Daher
Wir haben jetzt im Augenblick für ein Pärchen 1,50 Meter mal 1,50 Meter mal 90 Tiefe, wird aber noch aufgebaut auf 2,10 Meter. Also, dass wir dann 1,50 mal 90 mal 2,10 Meter haben. Wie gesagt, im Internet gehen verschiedene Größen durch, aber natürlich immer je größer, je besser. Für 2 Tiere sind angesetzt 2 Meter mal 1,50 Meter mal 2,30 Meter. Das wäre jetzt schon wirklich so für ein Pärchen die Luxus-Suite, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, größer geht immer. Daher nehmt das nur mal so als Richtwert. Wir sind jetzt, wie gesagt, auf 1,50 Breite, sind auch jetzt noch auf 1,50 Höhe, 90er Tiefe und gehen dann halt auf 2,10 Meter Höhe. Weil ähnlich wie bei der Nonoris oder so ist es beim Basilisken auch, dass er sich tagsüber mehr unten aufhält, aber zur Nacht hin halt hochgeht in die Baumkronen zum Schlafen oder so, sich zu verstecken. Und daher wollen wir das halt noch ein bisschen erhöhen. Das zweite Wichtige am Terrarium ist eine Wasserstelle. Die Basilisken, die Streifenbasilisken, wie jede andere Basiliskenart auch, lebt am Wasser und lebt halt auch mit Wasser. Das heißt, die schwimmen gerne, sie fressen auch Fisch, sie flüchten übers Wasser, sie sitzen einfach auf dem Stein am Wasser. Also Wasser muss definitiv sein. Das ist zum Beispiel bei uns im Terrarium auch noch eine Sache. Ihr seht ja im Hintergrund das Video. Wir brauchen auch noch, wir haben jetzt 40 Liter. Das ist halt auch zu klein. Jetzt geht's noch, aber wenn die größer werden, also da bekommt bei uns auf jeden Fall so ein kleiner 1,20 mal 70 Teich oder so ein Gartenteich rein. Den werden wir auf jeden Fall unten noch einbauen. Ja, was gibt es noch? Gut, was fressen sie? Ne? Standardmäßig Grillen, Heimche, Wachsmotten, Zophobas, Fische. Später, wenn sie größer sind, halt auch junge Wirbeltiere, also kleine Mäuse. In Sachen Fleisch eigentlich alles Fresser. Wenn man es probiert und sie ein bisschen dran gewöhnt, fressen sie auch zwischendurch Obst. Allerdings ist das mehr so ein Leckerli. Sollte jetzt nicht irgendwie zur Hauptspeise werden, wie man das jetzt im Augenblick bei einigen Hunden und Katzen versucht. Andere Sache. Kleine Süßwasserfische, wie gesagt, Amphibien, fressen selbst kleine Echsen. Das heißt also, vergesellschaftete sie nicht irgendwie mit Geckos oder sonst irgendwas. Die leben nicht lange. Ja, die Temperaturen im Terrarium, also sollten ungefähr tagsüber zwischen 25 und 30 Grad liegen, je nachdem, wo jetzt welche Zone ist, ne? Also ihr solltet das schon so beleuchten, dass ihr verschiedene Hitzezonen habt, wo sie sich halt auch unter Blumen verstecken können, wenn es zu warm wird, wenn das Licht zu viel wird. Dass ihr einen Sonnenplatz haben, der dann übrigens bis zu 40 Grad haben darf. Sollte die 40 Grad allerdings nicht überschreiten, weil das kippt bei den Basilisken relativ schnell, dass sie sonst zu warm werden. Die Luftfeuchtigkeit 70-80% und halt zur Nacht 100%. Das heißt also im Endeffekt wie jedem Regenwald-Terrarium die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit ungefähr ist. Das passt bei den Basilisken. Zu empfehlen ist auf jeden Fall eine Beregnungsanlage, um gerade bei den großen Becken überhaupt die Feuchtigkeit, sag ich mal, konstant halten zu können. Weil gerade die großen Becken dann halt auch große Lüftungen haben, was sie ja dann auch brauchen natürlich. Aber dadurch natürlich die Luftfeuchtigkeit dementsprechend etwas schwerer zu halten ist. Ja, UVA, UVB-Beleuchtung, ganz wichtig. Man sagt so 30% UVA und 5-10% UVB-Beleuchtung. Denkt dran, UVB-Beleuchtung geht nicht durch Glas. Das heißt also, ihr müsst da auf jeden Fall Gazé oder die Innen einsetzen, weil ihr braucht es ja auch für die Vitamin D3-Umsetzung. Ne? Das heißt also, die Tiere sollten natürlich auch alle mit Vitaminpulver gepulvert sein, die ihr verfüttert. Aber das sollte ja heutzutage in der Terroristik auch nicht mehr so, sag ich mal, das sollte Standard sein. Ja, eine Winterruhe im Großen und Ganzen führen sie nicht. Ja, das war es eigentlich schon. Also das Wichtigste. Jetzt kommen wir mal zu unseren Erfahrungen. Das Thema Fluchttier und Glasscheibe und so ist ja beim Basilisken sehr präsent. Wir hatten ein Exemplar, was mit Absicht gegen die Scheibe gesprungen ist. Weder irgendwie, dass er sich erschreckt hat oder sonst irgendwie, sondern er hat richtig gezielt Anlauf genommen, also noch nicht mal Anlauf genommen, aber wie man das so vom Basilisken kennt, so mit dem Hintern wackeln und Gas geben und mit Vollgas gegen die Scheibe. Dementsprechend haben wir natürlich gedacht, schickt, zu eng, das kleine 1 Meter mal 1 Meter, ne, zu klein, sofort ans Große ran gemacht. Ich meine, wir waren schon dabei, aber dann nochmal einen Zahn zugelegt, hatten dann das Große, dasselbe Spiel. Unser Fridolin springt mit Absicht gegen die Scheibe. Ja, bis wir mal gedacht haben, das Problem gefunden zu haben. Und zwar waren das Gegenstände, die draußen standen, die er meinte, ja, da kann er jetzt hinspringen.
Also alles, was so einen halben Meter vor dem Terrarium steht, räumt es weg. Unser Weibchen, unsere Lotte, macht das nicht. Die ist noch nirgendwo gegen gesprungen, also nicht so wirklich absichtlich, aber auch nicht im Flucht. Das heißt also, die Terrariengröße an sich ist legitim, aber unser Fridolin, sobald irgendwas in der Einflugschneise ist, will er dahin. So, und dann hatten wir das alles weggeräumt und dann war eine Zeit lang Ruhe und dann wurde das morgens hell und unser Aquarium wurde beleuchtet morgens von der Sonne. Was macht Fridolin natürlich? Fische. Hunger. Und dasselbe ging von vorne los. Bis wir aber dann mal darauf gekommen sind, dass es jetzt die Fische sind, hat es etwas gedauert. Okay, wir unsere Seite vom Aquarium abgeklebt, wo die Fische zu sehen sind vom Terrarium aus und seitdem läuft es super. Wir haben überhaupt keine Probleme mehr, dass er irgendwo gegenspringt, gegenhüpft. Wenn er dann mal irgendwie meint, er muss nach hinten weghüpfen oder so, springt er ganz normal hinten auf die Äste und dann auf die Rückwand. Wenn ihr euch dann wirklich für einen Streifenbasilisken entscheidet, mit einem Mädel mit dabei. Am besten wäre noch eine Gruppe, deswegen wird bei uns definitiv noch ein drittes Tier dazukommen. Ihr werdet euch wegschreien. Also selten eine Echse gesehen, die so abgeht beim Balzen mit Tanzen und Beine wegschmeißen und Rudern und Nicken und oh, super, super schön. Gut, das waren jetzt erstmal alle grundsätzlichen, Informationen, die ihr so auch überall im Internet findet. Ne? Nur mal dazu. Es gibt auch sehr gute Literatur, die ihr euch auch auf jeden Fall besorgen solltet. Ich werde gleich nochmal einen Titel einblenden, den ich mir selber auch gekauft habe. Also das ist keine Werbung oder sonst irgendwie, sondern das ist eigentlich für Basilisken und Besitzer das Must-Have, weil da steht wirklich alles Grundsätzliches zu den meisten Basiliskenarten drin. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wir haben vor, sowas nochmal über Nodis zu machen, über Cornys, obwohl es da draußen bestimmt genug Spezialisten gibt, die da noch um einiges mehr zu sagen können. Wir würden uns aber freuen, wenn euch das Video weitergeholfen hat und ihr vielleicht dann doch noch auf die Idee kommt, euch einen Streifenbasilisk zu besorgen, weil, ich sag mal, in und hip ist er ja gerade nicht. Und natürlich ist es die Größe des Terrariums, die dann dementsprechend viele Leute auch abschreckt. Aber man kann viel selber machen, wenn man ein bisschen kreativ ist, wenn man ein bisschen nicht gerade zwei linke Hände hat, ist das auch finanziell jetzt nicht so das Mega-Projekt. Ne? Ich meine, klar, ihr müsst die USB-3-Platten holen, ihr müsst Beleuchtung holen und dies und jenes, aber das wären Sachen, die würdet ihr für ein Glas- oder Fertigterrarium oder so auch kaufen. Und daher bezahlt ihr im Endeffekt mit ein bisschen selbstgemacht für die Größe des Terrariums nicht viel mehr wie für ein großes Glasbecken. Also Glasbecken in der Größe wäre natürlich definitiv mehrfach teurer, so meine ich das jetzt nicht, aber halt ein großes Glasterrarium, so um die 200, 300 Euro, kann man ungefähr dann von den Kosten her vergleichen. Gut, was haben wir noch für Technik drin? Klar, eine Beregnungsanlage, hatte ich ja gesagt. Wir haben ein Thermocontrol, so dass, wenn es dann mal zu warm werden sollte, im Sommer ein Ventilator angeht. Wir haben einen Hitzespot mit einer 100 Watt LED großen und haben aber noch einen Hitzespot Infrarot mit einer 150 Watt. Ansonsten ganz normale UVB-Beleuchtung. Hinten haben wir eine lange LED drin für die Pflanzen. Werden noch aufrüsten mit LED-Leuchten von Jungle Leaf, hier aus Herten. Haben natürlich Tageslichtleuchten drin, 35 Watt, Halogen. Ja, das war's eigentlich. Aber das ist halt alles. Es ist halt UVA, UVB, Wärmespots, also eigentlich alles, was wir brauchen. Die Pflanzen haben ihr Licht, kriegen noch mehr Licht. Und ich meine, was für Aquarien und Pflanzen gut ist, ist für die Reptilien wahrscheinlich nicht schlecht. Das war es eigentlich an Technik. Gut, wir haben noch einen Aufsatzfilter, also so einen Hang-On-Filter, auch einer bekannten Marke, der dann halt unten die 40 Liter immer schön am Laufen hält. Ja, ansonsten ist alles gesagt dazu. Es gibt noch ein Video bei uns ich weiß gar nicht, ja doch, ja, auf YouTube gibt es das auch, wie ich dieses Terrarium baue bis zum Einzug. Und es wird halt immer wieder Updates geben dazu und halt natürlich zu unseren Basiliskenpärchen auch. Gut, das soll es jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video. Liked, kommentiert, abonniert, wenn euch das gefallen hat. Und dann würde ich sagen, Marco ist raus. Tschüss.